Frau Vollbrecht, Sie sind Psychologiestudentin, Sie sind 27 Jahre alt und haben seit Ihrer Jugend außerkörperliche Erfahrungen. Wie begann das? Also der Einstiegspunkt begann, als ich ungefähr 13 Jahre alt war und in mehreren aufeinanderfolgenden Tagen innerhalb von einer Woche den sogenannten Schwingungszustand hatte. Das ist der Zustand, in dem sich beim Einschlafen der Astralkörper, ich benutze jetzt diesen Begriff einfach mal, von dem physischen Körper trennt. Und das äußerte sich dadurch, dass ich in der sogenannten Schlafparalyse war und dann die ganzen typischen Symptome einer beginnenden außerkörperlichen Erfahrung hatte, wie sehr laute Geräusche oder Stromschläge, die aber nicht wehtaten und diese typischen Dinge, die man quasi von fast allen Menschen hört, die solche Erfahrungen hatten. Und es war für mich damals unglaublich beängstigend. Aber irgendwann am 4. Tag ungefähr habe ich es dann zugelassen und habe einfach mal gesagt, okay, ich kämpfe jetzt nicht gegen diesen Zustand an, sondern schaue, was passiert. Und dann bin ich tatsächlich auch aus meinem Körper herausgezogen worden. Was haben Sie außerhalb Ihres Körpers erlebt? Ich war tatsächlich nicht einmal in meinem Zimmer und auch noch nicht einmal in dieser Zeit. Ich wurde zurückversetzt in einen Zustand, den ich nach einem meiner letzten Leben hatte, nämlich nach dem direkt letzten Leben. Da schwebte ich und es war alles unglaublich gestochen klar, in einer sehr großen Halle, die aussah wie eine Fabrikhalle oder ein Hangar für Flugzeuge oder Raketen, und ich schwebte ungefähr in 10 Metern Höhe und unter mir standen 3 Männer, die über mich geredet haben und sagten, er ist jetzt schon seit 3 Monaten tot. Und ich kannte diese Männer und sie haben über mich geredet. Ich war als junger Mann gestorben. Haben Sie vorher schon an eine Wiedergeburt oder an eine Reinkarnation geglaubt? Ich habe mir darüber tatsächlich keine so großen Gedanken gemacht. Ich habe es aber intuitiv einfach irgendwie angenommen. Also ich erinnere mich auch noch daran, als meine Schwester und ich klein waren und unser Großvater gestorben ist. Nicht der Großvater, auf den ich später nochmal eingehen werde, sondern der andere Großvater. Um mit seinem Tod umzugehen, haben wir Spiele gespielt, dass ich zum Beispiel gesagt habe, so, ich rufe seine Seele jetzt in meinen Körper rein. Und das habe ich natürlich alles damals nur gespielt als kleines Kind, aber dieses grundlegende Verständnis davon, dass das Bewusstsein nach dem Tod weiter existiert, hatte ich immer und ich habe das auch nie hinterfragt. Können Sie vielleicht noch eine chronologische Aufzählung machen, wie das alles weiterging mit diesen außerkörperlichen Erfahrungen? Ja, das mache ich gerne. Also, es ging dann in meiner Jugend ziemlich voran mit den außerkörperlichen Erlebnissen. Allerdings hatte ich dann, glaube ich, bis ich 15 war, keine mehr, an die ich mich jetzt erinnern könnte. Aber als ich 15 war, ging es dann weiter und das äußerte sich auch immer sehr durch diese sogenannte Schlafstarre. Es ist sehr oft passiert in dieser Zeit, dass ich in der Schlafparalyse aufgewacht bin und mich nicht bewegen konnte, es dann aber geschafft habe, Körperteile meines Astralkörpers von meinem physischen Körper zu trennen. Während der Kopf, sage ich mal, von meinem Astralkörper noch eingerastet war im physischen Körper. Und ich hatte da sehr interessante Dinge erlebt, die ich auch bestimmt über 100 Mal erlebt habe in meiner Jugend und bis heute und immer wieder wiederholt habe. Solche Selbstversuche, dass ich in der Schlafstarre meine astralen Arme gelöst habe und ausstrecken konnte und innerhalb von meinem Zimmer die 3 Meter entfernten Wände berühren konnte und auch durch die Dachschräge hindurch fassen konnte und dann etwas sehr Unangenehmes gefühlt habe, was sich dann Jahre später als Glasfaserwolle herausgestellt hatte. Aber zu der Zeit wusste ich noch gar nicht, dass es so etwas gibt und dass es auch in Wänden drin ist. Also sehr interessant. Und wenn ich meine astralen Hände gelöst habe, konnte ich mich auch darauf konzentrieren. Also irgendwie so eine Art, sie mit Energie füllen, sag ich mal, so fühlte es sich zumindest an. Und dann konnte ich die hell leuchtenden Umrisse von meinen Händen erkennen. Sie haben sich also sehr deutlich für meine physischen Augen sogar abgezeichnet von der dahinterliegenden Wand. Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Sie im außerkörperlichen Zustand eine Art von Astral- oder Geistkörper hatten? Ja, ganz eindeutig.
Und interessanterweise ist das Erleben des Geistkörpers nicht immer unbedingt die Voraussetzung. Das habe ich auch erlebt. Also der Astralkörper, wenn er ein genaues Abbild meines physischen Körpers ist, das braucht man tatsächlich gar nicht für außerkörperliche Erfahrungen. Denn später, da war ich glaube ich 16 oder 17, hatte ich aus einem Klartraum heraus eine richtige außerkörperliche Erfahrung, wo ich komplett auch gelöst war von meinem physischen Körper. Und in diesem Zustand bin ich direkt aus meinem Körper herausgeschossen und durch die Stirn durch, quasi dort, wo man sagt, dass da liegt das sogenannte dritte Auge. Das finde ich auch sehr interessant. Da bin ich da rausgeschossen und war nur noch so ein wabernder Energieball, also gar nicht mehr in menschlicher Form. Haben Sie noch ein Beispiel aus Ihrer Jugend von einer außerkörperlichen Erfahrung? Ja, daran erinnere ich mich noch ziemlich gut. Einmal, da muss ich auch ungefähr 16 gewesen sein, stand ich auf dem Dach von meinem damaligen Elternhaus. Und es war Nacht und ich habe die ganze Umgebung gesehen, die ganze Nachbarschaft gesehen. Das habe ich tatsächlich ziemlich oft wahrgenommen. Das habe ich auch heute noch manchmal. Da reise ich dann zu meinem damaligen Elternhaus und in diesem Zustand stand ich auf dem Dach und alles war in eine leicht rötliche Umgebung getaucht, die so, also anders aussah, als man sie im Wachzustand erleben würde. Aber ich habe es alles sehr klar erlebt. Und es gab auch noch ein anderes Erlebnis. Also damals in meiner Jugend war ich sehr oft in der Stadt Moskau unterwegs und habe dann auch eines dieser Monumente gesehen, das ich nie irgendwie im Internet oder auf Postkarten gesehen habe. Und später, als ich mit 17 einmal tatsächlich in Moskau war, habe ich dieses Monument dann tatsächlich gesehen und fand das sehr interessant, weil ich auch nach dem Aufwachen dachte, hä, was war das denn für eine merkwürdige Statue? Was habe ich mir denn da zurechtgesponnen? Aber die gibt es tatsächlich. Ich glaube, das ist die Statue von Peter dem Großen, aber das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Und worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus will, ist, dass bei einer meiner Reisen ich zwischendurch auf dem Weg zurück stecken geblieben bin, in einem anderen Körper, in einem geschwächten Körper von einem jungen Soldaten, in den ich dann aus Versehen reingegangen bin. Also ich habe quasi aus Versehen einen anderen Körper fremd besetzt. Er lag in einem Militärkrankenhaus, glaube ich, in einem kleinen leeren Zimmer und auf einer Bank saß noch ein älterer Mann. Ich glaube, das könnte sein Vater gewesen sein. Und ich war plötzlich in dem Körper und war total unter Medikamenten und stand auf und der andere Mann sprang auf und war entsetzt und hat mich oder den Körper seines Sohnes, besser gesagt, dann wieder ins Bett zurückgelegt. Sie haben auch eine Erfahrung gemacht mit Ihrem verstorbenen Großvater. Können Sie dieses Ereignis mit all seinen Zusammenhängen etwas schildern? Ja, also mein Großvater, muss ich dazu sagen, ist 2015 gestorben und er wurde sehr alt. Er ist über 90 Jahre alt geworden, war aber schon zahlreiche Jahre vor seinem Tod dement. Und ich hatte einmal mit ihm einen Kontakt aufgenommen. Das ereignete sich sogar in seinem damaligen Haus, in dem er bis zum Tod gelebt hat und das er auch aufgebaut hat. Dort habe ich eine Begegnung mit seinem Geist gehabt, also mit ihm quasi. Und ich habe ihn aber nicht als alten Mann wahrgenommen, sondern als jungen Mann. Und er war wütend. Ich habe bei ihm eine große Wut darüber wahrgenommen, dass seine Familie ihn in diesem dementen Zustand hat vegetieren lassen, was nicht seiner wahren Persönlichkeit entsprach. Und er war tatsächlich, das war schon ungefähr 3,5 Jahre nach seinem physischen Tod und er war noch hier. Und ich hatte ihn mehrmals getroffen und das war die letzte Begegnung. Dann habe ich ihm gesagt, du musst jetzt gehen, sonst, also hier ist nichts mehr zu holen, du drehst dich hier nur im Kreis. Und dann bin ich mit ihm vom Keller aus, wo ich übernachtet hatte, in den Dachboden gegangen, was irgendwie symbolisch dafür ist, dass der Dachboden näher am Himmel dran ist, sage ich mal. Und dann habe ich ihn dort gelassen und seitdem habe ich nie wieder einen Kontakt zu ihm gehabt und ich glaube, er ist jetzt auch nicht mehr in dieser Ebene. Ich glaube, es hat ihm vielleicht ein bisschen geholfen. Was für weitere Erfahrungen sind Ihnen in Erinnerung geblieben? Also ich hatte sehr viele Erfahrungen, auch sehr viele verschiedene Erfahrungen.
Erfahrungen, die sich in dieser Ebene zugetragen haben, also in dieser physischen Dimension, sage ich mal, und auch sehr viele Erfahrungen, die sich in anderen Welten ereignet haben. Ich bin der Überzeugung, oder durch meine Erkenntnisse auch zur Überzeugung gelangt, dass unsere Alltagswelt eine von sehr, sehr vielen Welten ist und man im außerkörperlichen Zustand auch weitere dieser Welten besuchen kann. Deswegen erzähle ich jetzt einfach mal von Erfahrungen, die sich in dieser Welt zugetragen haben. Ich glaube, das ist vielleicht leichter nachzuvollziehen. Also, ich war einmal in der Wohnung von der Mutter meines Freundes und hatte mich dort zum Schlafen hingelegt, weil ich nachts nicht genug geschlafen hatte und war auch alleine in der Wohnung. Und dann hatte ich es tatsächlich geschafft, eine außerkörperliche Erfahrung herbeizuführen und hatte auch etwas, das annähernd dieser berüchtigten 360-Grad-Sicht entspricht. Das fand ich sehr interessant, weil ich es zu dem Zeitpunkt sehr selten geschafft hatte oder noch gar nicht bewusst geschafft hatte, so etwas herbeizuführen. Das gehört auch zu meinen Erlebnissen, an die ich mich erinnere. Und an ein Erlebnis erinnere ich mich auch sehr genau. Da war ich 18 Jahre alt, da hatte ich sehr, sehr, sehr viele solche Erlebnisse. Da bin ich einmal, nachdem mein physischer Körper eingeschlafen ist, wieder zu Bewusstsein gekommen und habe mich selbst dabei beobachtet, dass sich mein Astralkörper um 180 Grad in meinem physischen Körper gedreht hat, was auch eine gute Methode ist, um seinen Körper zu verlassen. Es gibt da verschiedene Methoden, auch von Monroe, diesem typischen Forscher. Jedenfalls habe ich diese Methode angewendet, aber das komplett ohne mein menschliches Alltagsbewusstsein. Also es ist von einem höheren Bewusstsein quasi eingeleitet worden, das aber zu mir selbst gehört. Und ich habe in diesem Moment gewusst, dass ich das jede Nacht mache. Und es fühlte sich so vertraut und natürlich an. Und ich glaube auch, dass es sehr viele von uns jede Nacht machen. Dann sind Sie der Meinung, dass fast alle Menschen sich außerkörperlich bewegen, wenn sie schlafen. Ich glaube schon, das entspricht zumindest auch meiner Erfahrung. Ist es so, dass sich die allermeisten Menschen nicht daran erinnern können? Ich gehe davon aus, ja, sonst wäre das Thema auch schon viel weiter verbreitet. Kennen Sie auch andere Personen, die außerkörperliche Erfahrungen erleben? Also das variiert tatsächlich. Mein Ex-Freund hatte von so etwas erzählt, angeleitet durch eine Meditation. Mein jetziger Freund hatte auch schon von so etwas berichtet, zumindest von diesem ganzen Forschungsfeld. Und meine Schwester hatte von 2 eindrucksvollen Erfahrungen berichtet. Die kann ich jetzt auch ganz kurz erzählen. Einmal saßen wir uns im Zug gegenüber und sie hatte für eine Sekunde sich selbst aus meiner Perspektive gesehen, so als wäre sie ganz kurz aus ihrem Körper rausgegangen. Und ein weiteres sehr interessantes Erlebnis von ihr war, dass sie einmal in der Schlafstarre aufgewacht ist. Also meine Schwester hatte auch schon oft Schlafstarren und sie hat ziemlich große Angst davor und vermeidet es, was ich auch verstehen kann. Jedenfalls ist sie in einer Schlafstarre aufgewacht und hat dann Radio gehört in dieser Schlafstarre. Was ich tatsächlich auch schon gemacht habe und was sogar ein Phänomen ist, habe ich dann später nachgelesen. Das ist auch total interessant. Jedenfalls hat dann ihr Wecker geklingelt, sie ist aufgewacht, die Schlafstarre war vorbei und sie hatte einen Radiowecker und genau dieses Lied, was sie ein paar Sekunden vorher in ihrer Schlafstarre gehört hat, lief dann tatsächlich im Radio. Und der Radiowecker war ja vorher aus. Also sie hätte es physisch auf normalem physischen Weg gar nicht wahrnehmen können. Was sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse, die Sie von diesen vielen außerkörperlichen Erfahrungen gewonnen haben? Das ist eine sehr schöne Frage und ich werde mir Mühe geben, darauf auch ausführlich zu antworten. Also ich habe sehr, sehr viele Erkenntnisse gewonnen. Ich fange jetzt einfach an, ohne Reihenfolge. Also eine wichtige Erkenntnis ist, dass unser Bewusstsein frei ist. Dass unser Bewusstsein losgelöst existieren kann von unserer physischen Welt und dass alles irgendwie mit Schwingung zu tun hat, dass alles Schwingung ist. Denn wenn ich meinen Körper verlasse, dann erhöhe ich die Frequenz von meinem astralen Körper, damit er sich entkoppeln kann von meinem physischen Körper. Und das ist dieselbe Methode, die auch alle Menschen anwenden, von denen ich schon gehört habe, die das auch praktizieren. Es wäre vielleicht auch möglich, seine Schwingung zu reduzieren, aber ich glaube, dann kommt man in Sphären, in denen man gar nicht unbedingt sein möchte.
Denn eine weitere Erkenntnis, die ich hatte, war auch, je höher die Frequenz ist, die man annimmt, desto schöner sind die Ebenen, desto freier fließt die Energie, desto direkter ist der Austausch und desto, ich sag mal, desto strahlender und lichtvoller sind auch die Ebenen. Und eine weitere Erkenntnis, hatte ich, glaube ich, vorhin schon benannt, ist die Existenz der verschiedenen Welten. Denn jede Welt, sage ich mal, auch unsere physische, hat eine spezielle Schwingung, nach dem, was ich dort erlebt habe. Und wenn man die Schwingung dieser Welt annimmt, dann taucht man in sie ein und kann in ihr agieren und leben. Und ich hatte auch schon außerkörperliche Erfahrungen, die sich dann in solchen Welten abgespielt haben, die dann wie Träume aussahen, weil ich einfach dann mit der Welt verbunden war, die halt in einer etwas anderen Schwingungsebene lag. Und ich glaube tatsächlich auch, dass viele sogenannte Träume, die wir haben, in Wirklichkeit auf solchen Ebenen stattfinden und wir auch dort Begegnungen haben. Eine weitere Erkenntnis, die ich habe, ist auch, dass es unfassbar viel in diesem Universum gibt oder Multiversum gibt, dass wir mit unserem menschlichen Gehirn, wir sind ja oft noch menschlich verhaftet, wenn wir in andere Welten gehen, ich auch, dass wir diese Erlebnisse gar nicht in unserem menschlichen Gehirn verarbeiten können und dass es unwahrscheinlich viele Erlebnisse gibt, die wir vielleicht alle schon gemacht haben, vielleicht auch jede Nacht machen, die aber unser Gehirn nicht verarbeiten kann, weil es zu weit entfernt ist von unserer Alltagswelt. Eine weitere Erkenntnis, die ich gewonnen habe, ist, dass meiner Beobachtung nach die außerkörperlichen Phänomene oder sehr viele dieser Phänomene irgendwo auf dem elektromagnetischen Spektrum liegen, das wir noch nicht messen können mit unseren Instrumenten und das noch nicht erforscht worden ist. Denn zum Beispiel gibt es ja diesen physikalischen Satz, dass die Anziehungskraft mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt, was tatsächlich auch für Gravitation gilt, soweit ich weiß. Und ich habe die Beobachtung gemacht, dass wenn ich mit meinem astralen Arm quasi immer dichter an meinen physischen Arm ranging, dass es immer umso schwieriger wurde, sich noch davon zu lösen, weil da eine magnetische Anziehung war. Es war wirklich eine magnetische Anziehungskraft, die immer stärker wurde, je dichter ich ranging. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass es für Anfänger vor allem den Tipp gibt, dass man sich, wenn man aus seinem Körper draußen ist, erstmal einige Meter von seinem Körper entfernen sollte, um nicht wieder sofort reingesogen zu werden. Ja. Eine weitere Erkenntnis von mir ist, dass es wahrscheinlich noch mehr als 3 räumliche Dimensionen gibt. Es gab da eine Phase in meinem Leben, da habe ich mich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, ob es nicht noch mehr als 3 Dimensionen gibt und wie man sich das vorstellen könnte und mit physikalischen Theorien und Quantenmechanik und Relativitätstheorie vereinen und so weiter. Und ich wollte mir unbedingt vorstellen, wie eine 4. Dimension aussieht, eine 4. räumliche Dimension aussieht. Konnte es natürlich nicht mit meinem menschlichen Verstand, das geht ja leider nicht. Aber ich habe es dann versucht im außerkörperlichen Zustand, weil ich es so interessant fand und ich habe es auch tatsächlich dann geschafft. Ich weiß nur noch, dass es überwältigend war, dass man es sich leider überhaupt gar nicht vorstellen kann und dass es auch sehr beängstigend für mich war. Und eine weitere Erkenntnis ist, glaube ich, auch, dass es die verschiedensten Wesen da draußen gibt, auch sehr, sehr viele nichtmenschliche Wesen und wir mit denen auch in Kontakt kommen können. Ja. Sind Sie mit solchen nichtmenschlichen Wesen auch schon in Kontakt gekommen? Ja, tatsächlich schon. Die Erfahrungen, die ich mit diesen nichtmenschlichen Wesen hatte, an die ich mich jetzt bewusst erinnern kann, sind leider nicht besonders schön. Aber das gilt natürlich nicht für alle nichtmenschlichen Wesen, weil es da ja auch unwahrscheinlich viele gibt. Nämlich als ich in dieser Kellerwohnung gelebt habe, in der ich dann auch auf meinen Großvater getroffen bin, wurde ich auch schon angegriffen von einigen dieser Wesen, weil die wohl das Gefühl hatten, ich wäre in ihr Territorium eingedrungen. Also dann gibt es Wesen auch, die einem nicht so gut gesinnt sind. Definitiv, ja. Und ich hatte tatsächlich immer eine ziemlich gute Verteidigungsstrategie. Die lag darin, meine Schwingungsenergie zu erhöhen. Bezüglich der Schwingung habe ich sozusagen einen Leitsatz für mich herausgebildet und der lautet: Eine Änderung der Schwingung erwirkt eine Änderung des Ortes. Man landet auf der Ebene,
die der eigenen Schwingung gerade entspricht. Und die eigene Schwingung kann man im außerkörperlichen Zustand bis zu einem gewissen Maße beeinflussen. Je höher das Bewusstsein entwickelt ist, desto höher ist auch die Schwingung und desto höher kann man sie dann auch, sage ich mal, bekommen. Wie genau das alles im Detail zusammenhängt, weiß ich nicht, aber das ist so der Grundsatz, den ich mir da herausgebildet habe, ja. Wenn Sie jetzt so zurückdenken, sind außerkörperliche Erfahrungen nicht so gefährlich, dass sie einem zur Gefahr werden könnte? Also meiner Erfahrung nach überhaupt nicht. Es hat mein Leben unglaublich bereichert. Können Sie gewisse Erkenntnisse von solchen außerkörperlichen Erfahrungen auch in Ihrem täglichen Leben nutzen? Darüber muss ich jetzt erstmal einen Moment nachdenken. Ja, tatsächlich schon. Also es relativiert sich vieles. Ich lege zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das Teil meiner Persönlichkeit ist oder ob es auch dadurch kommt. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, kommt es definitiv auch dadurch. Ich lege nicht so großen Wert auf materielle Dinge, weil es mich gar nicht so sehr reizt. Und vieles von dem, was in dieser Welt passiert, ist ziemlich materiell geleitet und das interessiert mich gar nicht mehr besonders. Also ich habe kein Interesse, in diesen Kreislauf einzutauchen und in bei diesem Kampf mitzumachen. Sie haben vorhin von einer höheren Schwingungsebene erzählt. Haben Sie auch Erfahrungen in solchen höheren Schwingungsebenen gemacht? Ja, ich habe einige Erfahrungen gemacht und da gab es auch eine Erfahrung, die mir sehr stark im Gedächtnis geblieben ist und die ich unglaublich angenehm fand. Das ist, glaube ich, erst vor wenigen Monaten passiert. Da war ich auf einer Ebene, die noch relativ dicht an unserer Welt dran ist, nur eine höhere Schwingung hat. Und dort war alles sehr ländlich. Ich war auf einem Weg neben einem Wald und einer Wiese, aber es war alles viel naturbelassener. Also die Natur war unglaublich schön und weit und kraftvoll und strahlend und nicht beschädigt durch den Menschen. Und dort habe ich ungefähr 6 weitere Menschen getroffen, 6 weitere Personen, alles junge Menschen, wobei man auf dieser Ebene sich sein Alter ja wahrscheinlich aussuchen kann. Und es gab eigentlich keine großartige Handlung. Wir waren in einer kleinen Holzhütte am Waldrand und es war ein unglaublich intensives Gefühl von Einheit und Verbundenheit, so als wäre das meine geistige Familie quasi. Ein Austausch ohne Worte und ein sehr enges Band. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie diese Beschreibung der Natur, dass das eine geistige Ebene war? Es ist sehr schwierig, von geistiger Ebene zu sprechen, weil jede Ebene ihre eigene Schwingungsenergie hat und unsere Ebene ist ja meiner Beobachtung nach eine von sehr vielen Ebenen. Aber aus unserer Sicht ist das eine geistige Ebene gewesen, ja. Es war nicht hier auf dieser Erde, ja, oder vielleicht war es auf einer höheren Ebene dieser Erde, die man im Alltagszustand nicht wahrnimmt, aber es war eine geistige Ebene. Und in dieser geistigen Ebene haben Sie eine Natur getroffen, die dieser Erde ähnlich ist. Ja, sehr ähnlich sogar. Die ganze Umgebung war sehr erdähnlich. Nur noch unberührter, einfach. Also gesünder, schöner, kraftvoller, strahlender. Wenn Sie in einem außerkörperlichen Zustand sind, können Sie bewusst steuern, wohin Sie gehen wollen. Das kommt ganz drauf an, wie klar mein Bewusstsein in diesem Zustand ist. Wenn mein Bewusstsein ganz klar ist, dann ja, sehr frei, viel freier als hier, weil man viel weniger Beschränkungen hat. Es ist teilweise wirklich unglaublich schön und es macht so viel Spaß, man ist so frei. Aber wenn mein Bewusstsein eher getrübt ist, dann kann ich es, glaube ich, nicht. Oder das kommt mir jetzt nur so vor und mein Bewusstsein ist eigentlich gar nicht getrübt, sondern ich kann mich nur nicht daran erinnern mehr. Jetzt aus Alltagssicht. Ich glaube, das kann man vielleicht auch ein bisschen mit Träumen vergleichen. Es gibt ja Klarträume und es gibt normale Träume, sage ich mal. Und die Klarträume kann man steuern, weil das Bewusstsein voll da ist. Und wenn man in einer außerkörperlichen Erfahrung
ein präsentes Bewusstsein hat, dann kann man auf jeden Fall sich sehr frei bewegen. Unglaublich frei. Man kann eigentlich tun und lassen, was man will. Es ist einfach nur grandios. Ich kann es jedem empfehlen. Wäre es denn auch möglich, dass man auf diese Art und Weise einen Beweis erbringen könnte, dass Sie wirklich im außerkörperlichen Zustand sind? Also zum Beispiel, wenn Sie an einen Ort gehen würden, um vielleicht eine bestimmte Ziffernfolge zu lesen, um dann im normalen Zustand wieder davon zu berichten. Grundsätzlich ist es auf jeden Fall möglich, denke ich. Ich glaube, es gab auch schon solche Versuche, wo es tatsächlich auch schon gelungen ist, aber empirisch einfach nicht ausgereicht hat, weil die Anzahl der Versuche nicht hoch genug war. Und ob ich persönlich das könnte, ich bin leider nicht so geübt, wie es manche andere sind. Ich bin in einem Forum unterwegs, da gibt es richtige Profis, die können das mit Sicherheit. Aber theoretisch, wenn ich es wirklich übe, also wenn ich es noch mehr übe als jetzt, dann könnte ich es wahrscheinlich auch. Frau Vollbrecht, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.